Eier gehören zu den beliebtesten Lebensmitteln für Senioren. Sie sind erschwinglich, einfach zuzubereiten und stecken voller Proteine, die starke Muskeln, ein gesundes Gehirn und scharfe Augen unterstützen. Tatsächlich empfehlen Ärzte Eier oft als eines der besten Frühstücksnahrungsmittel für ältere Erwachsene. Doch hier kommt etwas, worüber fast niemand spricht. Während Eier an sich gesund sind, können die Lebensmittel, mit denen sie kombinieren, die Geschichte völlig verändern. Bestimmte Paarungen, die harmlos oder sogar traditionell erscheinen, können ihrer Gesundheit tatsächlich schaden. Sie können ihren Blutdruck erhöhen, ihre Verdauung belasten, ihre Knochen schwächen oder sogar ihr Risiko für Herzprobleme steigern. Und das Überraschende daran, viele dieser Lebensmittelkombinationen sind Dinge, die Senioren jede Woche essen, ohne sich der versteckten Risiken bewusst zu sein. Von gängigen Frühstücksoptionen bis hin zu schnellen Snacks. Diese Fehler sind leicht zu machen, aber sobald Sie sie kennen, sind sie genauso leicht zu vermeiden. Ich bin Dr. Katharina Schmidt und seit über 20 Jahren helfe ich Senioren, Nahrung als Medizin zu nutzen, um stark, unabhängig und voller Vitalität zu bleiben. Heute möchte ich eine wichtige Wahrheit mit Ihnen teilen. Es geht nicht nur darum, was Sie essen, sondern wie Sie es essen und besonders, was Sie zusammen essen. Das macht nach 60 den entscheidenden Unterschied. In diesem Video werden wir die 10 Lebensmittelkombinationen aufdecken, die Sie niemals mit Eiern essen sollten. Einige davon werden Sie wahrscheinlich überraschen, denn es sind Lebensmittel, mit denen die meisten von uns aufgewachsen sind. Aber am Ende werden Sie genau wissen, welche Kombinationen Sie meiden sollten und wie Sie Ihre Eier auf eine Weise genießen können, die wirklich Ihr Herz, Ihre Knochen und Ihre langfristige Gesundheit schützt. Erstens: Schmelzkäse, wenn Eier und Käse ungesund werden. Für viele Senioren gehören Eier und Käse zusammen wie Brot und Butter. Ob Rührei mit geriebenem Käse oder ein Omelett gefüllt mit Gouda, diese klassische Kombination fühlt sich tröstlich und befriedigend an. Doch hier lauert die versteckte Gefahr. Während natürlicher Käse in Maßen gesund sein kann, ist Schmelzkäse, die Art, die man in Scheiben, Aufstrichen oder verpackten Blöcken findet, eine ganz andere Geschichte. Schmelzkäse wird mit zugesetzten Salzen, Konservierungsstoffen und künstlichen Stabilisatoren hergestellt. Nur eine Scheibe Schmelzkäse kann 300 bis 400 Milligramm Natrium enthalten und das, bevor Sie das Salz hinzufügen, das bereits in Ihren Eiern ist. Für Senioren mit Bluthochdruck oder Herzerkrankungen kann diese Kombination die Natriumwerte schnell zu hoch treiben und sowohl Herz als auch Nieren belasten. Ich erinnere mich an Herrn Müller, einen 72-Jährigen, der fast jeden Morgen ein Käseomelett aß. Er dachte, es sei ein proteinreicher, herzgesunder Start in den Tag. Doch als sein Blutdruck plötzlich anstieg, überprüfte sein Arzt seine Ernährung und bemerkte die Schmelzkäsescheiben, die er verwendete. Als er auf frisches Gemüse und eine Prise natürlicher Kräuter umstieg, verbesserte sich sein Blutdruck innerhalb weniger Wochen. Die Wissenschaft bestätigt dies. Eine Studie im Journal of the American Heart Association fand heraus, dass Diäten mit hohem Anteil an verarbeiteten Milchprodukten, insbesondere Schmelzkäse, mit höheren Risiken für Bluthochdruck und kardiovaskuläre Ereignisse bei älteren Erwachsenen verbunden waren. Das Fazit: Während Eier allein ein Superfood für Senioren sein können, verwandelt die Kombination mit Schmelzkäse eine gesunde Mahlzeit in eine riskante. Das zusätzliche Natrium, die Zusatzstoffe und ungesunden Fette heben die Vorteile von Eiern auf und belasten Herz, Knochen und Nieren zusätzlich. 2. Eiscreme mit Eiern. Eine süße Kombination, die den Körper belastet. Eier und Milchprodukte werden oft in Desserts kombiniert. Cremes, Puddings und besonders Eiscreme. Viele traditionelle Eiscreme-Rezepte verwenden Eigelb, um diese reichhaltige, cremige Textur zu erzeugen. Es mag köstlich schmecken und Kindheitserinnerungen wecken, aber hier ist die versteckte Wahrheit. Für Senioren ist Eier kombiniert mit Eiscreme eine der schlechtesten Kombinationen, die sie machen können. Warum? Weil diese Kombination eine schwere Ladung Zucker, Fett und Cholesterin auf einmal liefert. Eiscreme ist bereits reich an raffiniertem Zucker und gesättigtem Fett. Wenn Sie Eier hinzufügen, erhalten Sie ein kaloriendichtes, nährstoffreiches Lebensmittel, das für ein alterndes Verdauungssystem schwer zu verarbeiten ist.
Ich erinnere mich an Frau Weber, eine 70-Jährige, die liebte, hausgemachtes Eiereiscreme für ihre Enkelkinder zu machen. Sie nahm oft selbst 1 oder 2 Kugeln. Mit der Zeit bemerkte sie, dass ihr Energieniveau sank, ihr Cholesterin anstieg und sie nach dem Dessert Blähungen hatte. Als ihr Arzt erklärte, wie die Eier-Eiscreme-Kombination ihr System mit gesättigtem Fett und Zucker überlastete, war sie schockiert. Nachdem sie reduziert und leichtere Leckereien gewählt hatte, verbesserten sich sowohl ihre Verdauung als auch ihre Energie. Das Fazit? Eier sind kraftvoll und Eiscreme kann ein gelegentlicher Genuss sein. Aber kombiniert erzeugen sie eine Nährstoffüberlastung, die der Gesundheit von Senioren entgegenwirkt. Sie erhöhen Cholesterin, lassen den Blutzucker steigen und belasten das Verdauungssystem. 3. Weißbrot. Ein gesundes Eierfrühstück führt zum Blutzuckerspike. Für viele Senioren fühlt sich nichts traditioneller an als Eier mit Toast. Es ist schnell, vertraut und tröstlich. Aber hier ist das Problem. Wenn dieser Toast aus Weißbrot besteht, kann die Kombination ihrer Gesundheit heimlich schaden. Während Eier Protein und stetige Energie liefern, verwandelt die Kombination mit Weißbrot die Mahlzeit in eine Blutzuckerachterbahn. Weißbrot wird aus raffiniertem Mehl hergestellt, dem Ballaststoffe und Nährstoffe entzogen wurden. Das bedeutet, es wird schnell verdaut und in Zucker im Blutkreislauf abgebaut. In Kombination mit Eiern, die die Verdauung etwas verlangsamen, überwältigen die raffinierten Kohlenhydrate dennoch ihr System. Das Ergebnis? Ein schneller Anstieg des Blutzuckers, gefolgt von einem Absturz, der sie müde, hungrig macht und nur wenige Stunden später nach mehr Essen verlangt. Ich denke an Herrn Fischer, einen 74-Jährigen, der fast jeden Morgen 2 Spiegeleier mit gebuttertem Weißbrot aß. Er glaubte, er würde eine ausgewogene, proteinreiche Mahlzeit zubereiten, aber seine Blutzuckerwerte stiegen weiter an und er fühlte sich oft am Vormittag schläfrig. Als sein Arzt vorschlug, von Weißbrot auf Vollkorntoast umzusteigen, war der Unterschied dramatisch. Seine Energie stabilisierte sich und sein Blutzucker normalisierte sich. Für Senioren ist dies noch wichtiger. Nach 60 nimmt die Insulinsensitivität natürlich ab und viele ältere Erwachsene haben bereits Prädiabetes oder Diabetes. Die Kombination von Eiern mit Weißbrot beschleunigt das Problem und treibt den Körper zu höheren Blutzuckerschwankungen, die Blutgefäße und Nerven mit der Zeit schädigen. Das Fazit? Eier allein sind ein Superfood für Senioren. Aber die Kombination mit Weißbrot verwandelt das Frühstück in eine schädliche Kombination, die den Blutzucker ansteigen lässt, Energie entzieht und langfristige Gesundheitsrisiken erhöht. 4. Roher Knoblauch. Wenn ein gesundes Lebensmittel mit Eiern schädlich wird. Knoblauch wird seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel gepriesen. Er unterstützt das Immunsystem, senkt Cholesterin und bekämpft Entzündungen. Viele Senioren kauen sogar rohen Knoblauch als Hausmittel. Für sich genommen kann Knoblauch tatsächlich vorteilhaft sein. Aber wenn er direkt mit Eiern kombiniert wird, besonders in roher Form, kann er tatsächlich die Verdauung schwächen, die Nährstoffaufnahme blockieren und den Magen reizen. Das Hauptproblem kommt von Knoblauchs Allicin, der Verbindung, die freigesetzt wird, wenn Knoblauch zerdrückt oder roh gekaut wird. Allicin ist kraftvoll, aber auch hart für die Magenschleimhaut. Eier, besonders Eigelb, sind reich an Proteinen und Fetten, die eine reibungslose Verdauung erfordern. Wenn sie zusammen mit rohem Knoblauch gegessen werden, stört das Allicin die Enzyme, die für die Verdauung von Eiproteinen benötigt werden, was Senioren anfällig für Blähungen, Verdauungsstörungen oder Magenkrämpfe macht. Ich erinnere mich an Frau Hoffmann, eine 71-Jährige, die begann, rohe Knoblauchzehen zu ihrem morgendlichen Eierfrühstück hinzuzufügen, weil sie gehört hat, es würde die gesundheitlichen Vorteile verdoppeln. Stattdessen entwickelte sie häufiges Sodbrennen und Übelkeit. Ihr Arzt erklärte, dass während sowohl Eier als auch Knoblauch separat gesund sind, das Essen von rohem Knoblauch mit Eiern ihre Verdauung störte. Sobald sie zu leicht gekochtem Knoblauch wechselte oder sie in verschiedene Mahlzeiten trennte, verschwanden ihre Symptome. Das Fazit: Knoblauch ist ein gesundheitsförderndes Lebensmittel, aber nicht, wenn er roh zusammen mit Eiern gegessen wird. Für Senioren kann diese Kombination mehr Schaden als Nutzen verursachen. Verdauungsstörungen, reduzierte Nährstoffaufnahme und unnötige Magenreizungen. 5. Kaffee direkt nach dem Eierverzehr. Eine Morgengewohnheit, die Nährstoffe blockiert. Für viele Senioren fühlt sich das Frühstück ohne eine Tasse Kaffee unvollständig an. 2 Spiegeleier, vielleicht etwas Toast und dann dieser warme, tröstliche Schluck Kaffee. Es ist eine Routine, der Millionen jeden Morgen folgen. Aber hier ist die überraschende Wahrheit.
Kaffee direkt nach dem Eierverzehr zu trinken, kann Ihren Körper heimlich daran hindern, die wichtigsten Nährstoffe aufzunehmen. Das Problem liegt in den natürlichen Verbindungen des Kaffees, Koffein und Tanninen. Diese Substanzen stören die Aufnahme wichtiger Mineralien in Eiern, insbesondere Eisen, Calcium und Zink. Für Senioren sind diese Mineralien essentiell. Eisen hält das Energieniveau stabil, Calcium stärkt Knochen und Zink unterstützt Immunität. Wenn Kaffee direkt nach Eiern konsumiert wird, geht viel von dieser Ernährung einfach ungenutzt durch den Körper. Ich denke an Herrn Schneider, einen 69-Jährigen, der stolz darauf war, das perfekte Frühstück zu haben, Rührei und eine große Tasse schwarzen Kaffee. Mit der Zeit fühlt er sich ungewöhnlich müde und sein Arzt bemerkte, dass seine Eisenwerte sanken. Der Übeltäter war nicht die Eier, es war der Kaffee, den er sofort danach trank. Als er seinen Kaffee auf den Vormittag verschob, statt direkt nach dem Frühstück, verbesserten sich seine Energie- und Laborwerte. Das Fazit: Eier sind eines der besten Frühstücksnahrungsmittel für Senioren, aber sie gleich mit Kaffee zu kombinieren blockiert genau die Nährstoffe, die sie so kraftvoll machen. Indem Sie Ihren Kaffee einfach verzögern, können Sie beide Lebensmittel genießen und Ihrem Körper den vollen Nutzen von jedem geben. 6. Kakis, eine süße Frucht, die mit Eiern riskant wird. Kakis, diese leuchtend orangefarbenen Früchte, die im Herbst erscheinen, werden wegen ihrer Süße und glatten Textur geliebt. Viele Senioren genießen sie frisch, in Puddings oder sogar in Scheiben geschnitten neben Frühstücksnahrungsmitteln wie Eiern. Für sich allein sind Kakis reich an Ballaststoffen, Vitamin C und Antioxidantien, wunderbar für das Immunsystem und die Verdauung. Aber wenn sie zusammen mit Eiern gegessen werden, können Kakis tatsächlich ernsthafte Verdauungsprobleme und Nährstoffblockaden verursachen. Der Grund liegt im hohen Gehalt an Tanninen in Kakis, besonders bei den adstringierenden Sorten. Tannine sind Pflanzenverbindungen, die Kakis ihren leicht bitteren Nachgeschmack geben, bevor sie vollständig reifen. Wenn Tannine mit den Proteinen in Eiern in Kontakt kommen, bilden sie eine klebrige, unlösliche Masse im Magen. Dies kann die Verdauung dramatisch verlangsamen und in einigen Fällen zu Verdauungsstörungen, Blähungen, Verstopfung oder sogar Bezoaren führen, harte Massen im Magen. Das Fazit: Eier und Kakis mögen beide allein gesund sein, aber zusammen erzeugen sie Verdauungsstress, den Senioren einfach nicht brauchen. Sie getrennt zu halten, stellt sicher, dass sie das Beste aus beidem herausholen, ohne die unangenehmen Folgen. 7. Vollmilch. Eine schwere Kombination, die die Verdauung überlastet. Jahrzehntelang war das Bild eines gesunden Frühstücks einfach: Eier mit einem Glas Milch. Viele Senioren sind mit dem Glauben aufgewachsen, dass dies der ultimative Weg sei, den Tag zu beginnen. Starkes Protein aus Eiern plus das knochenstärkende Calcium der Milch. Auf dem Papier klingt es perfekt. Aber hier ist die Wahrheit: Die Kombination von Eiern mit Vollmilch kann tatsächlich nach hinten losgehen, besonders für ältere Erwachsene. Das Problem liegt darin, wie der Körper diese Lebensmittel zusammen verdaut. Sowohl Eier als auch Vollmilch sind reich an Protein und Fett, was erhebliche Verdauungsanstrengungen erfordert. Wenn sie gleichzeitig gegessen werden, verlangsamen sie die Magenentleerung, was zu Schwere, Blähungen und Verdauungsstörungen führt. Das Fazit: Eier und Vollmilch mögen wie das perfekte Paar aussehen, aber für Senioren erzeugen sie eine verdauungs- und kardiovaskuläre Belastung, die die Vorteile überwiegt. Sie zu trennen oder leichtere Alternativen zu wählen, lässt sie beide Lebensmittel ohne die versteckten Risiken genießen. 8. Zitrusfrüchte, wenn zu viel Säure die Eiernährung aufhebt. Eier benötigen alkalische Enzyme zur Verdauung. Sehr saure Zitrusfrüchte wie Grapefruits überfluten den Magen mit Säure und stören die Proteinverdauung. Dies führt zu Sodbrennen und reduziert die Absorption von fettlöslichen Vitaminen. Frau Becker, 70, trank gerne Grapefruitsaft zu ihrem Omelett. Sie entwickelte Sodbrennen und Schwere nach dem Frühstück. Als sie die Zitrusfrüchte trennte, verbesserte sich alles. Das Fazit: Genießen Sie Zitrusfrüchte als separaten Snack. 2 Stunden nach Eiern. 9. Walnüsse, eine gesunde Nuss, die nicht gut zu Eiern passt. Walnüsse sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Aber zusammen mit Eiern entsteht eine Fett- und Proteinüberlastung.
Dies führt zu Verdauungsproblemen und kann die Mineralaufnahme blockieren. Herr Wagner, 73 Jahre, fügte Walnüsse zu seinem Rührei hinzu. Seine Verdauung verschlechterte sich und sein Cholesterin stieg. Als er Walnüsse als separaten Snack aß, normalisierten sich die Werte. Das Fazit: Essen Sie Walnüsse als Snack, nicht mit Eiern zusammen. 10. Schwarzer Tee. Ein tröstliches Getränk, das Eiernährung blockiert. Schwarzer Tee zum Frühstück ist für viele ein Ritual. Aber Tannine im Tee binden Eisen, Calcium und Zink aus Eiern. Dies kann zu Anämie und Knochenschwäche führen. Frau Klein, 75, liebte Earl Grey mit ihrem gekochten Ei. Trotz guter Ernährung entwickelte sie Eisenmangel. Als sie den Tee später am Tag trank, verbesserten sich ihre Werte. Das Fazit: Warten Sie 1 bis 2 Stunden nach Eiern, bevor Sie schwarzen Tee trinken. Heute haben wir die verborgene Wahrheit über Eier aufgedeckt. Es geht nicht nur darum, wie viele Sie essen, sondern womit Sie sie kombinieren. Schmelzkäse, Weißbrot und Vollmilch belasten die Verdauung. Roher Knoblauch, Zitrusfrüchte und Walnüsse blockieren Nährstoffe. Kakis und schwarzer Tee binden wichtige Mineralien. Die gute Nachricht: Jedes dieser Probleme ist vermeidbar. Indem Sie die richtigen Kombinationen wählen, entfesseln Sie die volle Kraft der Eier. Stärkere Muskeln, schärferes Gedächtnis, stabilere Energie. Die Kernbotschaft: Eier sind eines der besten Lebensmittel für Senioren, aber nur, wenn sie weise kombiniert werden. Respektieren Sie ihren Wert und Sie werden Ihre Unabhängigkeit für Jahre unterstützen. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, abonnieren Sie unseren Kanal Senior Healthcare. Jede Woche teile ich wissenschaftlich fundierte Tipps, um älteren Erwachsenen zu helfen, Nahrung als Medizin zu nutzen. Vergessen Sie nicht zu abonnieren, klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke und teilen Sie dieses Video. Denken Sie daran, es sind die kleinen Entscheidungen, wie das, was Sie mit Ihren Eiern essen, die Ihre Zukunft formen.